Hola, schön euch in diesem Video dabei zu haben. Gleich starten wir mit dem Video, doch vorher haben wir noch große Neuigkeiten, die wir gerne mit euch teilen möchten. Nach eurem großartigen Feedback zu unserem Kanada-E-Book haben wir uns dran gesetzt und intensivst an der nächsten Ausgabe gearbeitet. Und ab heute könnt ihr in unserem Shop unser E-Book zum Reisen mit dem Camper in Alaska finden. Auch diesmal sind im E-Book wieder ganz viele praktische Infos zum Campen in Alaska enthalten, aber auch wieder Reisehighlights, Stellplatzempfehlungen und wir kommen wieder auf über 120 Seiten voll von Fakten, Bildern und Erfahrungsberichten. Und wir freuen uns besonders, dass Caro und Sven diesmal den Gastbeitrag verfasst haben und sie nehmen euch in ihr ganz eigenes Abenteuer mit. Gerade jetzt im Sommer ist die beste Reisezeit, um Alaska zu bereisen. Also vielleicht seid ihr ja schon unterwegs Richtung Alaska oder ihr kennt jemanden, der nach Alaska fährt oder ihr plant vielleicht so eine Reise. Schaut doch gerne bei uns im Shop vorbei. In der ersten Woche gibt es noch einen speziellen Einführungsrabatt für euch. Seit dem letzten Video habt ihr uns ganz viele Fragen geschickt, sei es nun zu uns als Person oder zur Reise allgemein oder eben zur Verschiffung. Unser Van ist ja gerade aktuell in einem Container irgendwo auf einem Schiff in irgendeinem Ozean. Wir wissen selber gerade nicht genau wo und dazu haben wir besonders viele Fragen bekommen. Genau, und vor allem eine der meistgestellten Fragen war, wohin verschiffen wir? Wir werden euch das auf jeden Fall beantworten. Wir hatten nicht gedacht, dass das so die Gemüter erhitzen würde. Deshalb werden wir das heute aufklären, wohin es geht. Auf jeden Fall. Aber wir werden nicht alle Fragen beantworten können, die ihr uns geschickt habt, denn es waren schlichtweg zu viele. Nicht böse sein bitte, falls eure nicht dabei ist, aber wir möchten uns trotzdem natürlich herzlich bedanken. Also los geht's. Diese Frage wird uns sehr oft gestellt und um ehrlich zu sein, selbst wir haben manchmal ein Riesendurcheinander. Ja. Die versucht kurze Fassung ist, wir haben verschiedene europäische Hintergründe, sind beide im deutschsprachigen Raum aufgewachsen. Ich erst in Österreich, dann auch in der Schweiz, wo auch Roberto aufgewachsen ist. Deswegen ist uns das Schweizerdeutsch sehr nah. Ja, eigentlich meine Muttersprache, ja, würde ich sagen. Und ich habe es dann auch im Schulalter gelernt. Und du hast, also Roberto hat noch spanisch-italienische Familie und ist deswegen da auch mehrsprachig aufgewachsen, also ist auch Spanisch fließend unterwegs. Ja, und Jessie ist halb Tschechin, halb Österreicherin und ja, die letzten Jahre, bevor wir mit der Reise gestartet sind, haben wir in Tschechien gelebt und deshalb haben wir auch ein tschechisches Kennzeichen an Jimmy. Ja, und weil das hier ein Q&A ist, haben wir auch eine Frage an euch. Wir haben ja ab und zu mal in einem Video schweizerdeutsche Sequenzen, weil wir einfach untereinander Schweizerdeutsch sprechen oder wenn es auch mal ein bisschen hitziger wird, dann kommt das halt so natürlich heraus. Manchmal sprechen wir ja auch Spanisch mit den Leuten um uns herum. Wie findet ihr das? Ist das für euch unterhaltsam? Also ich weiß, das Schweizerdeutsch kommt bei unserer Schweizer Community sehr gut an, aber möchtet ihr mehr davon, weniger davon? Wir können ja auch Untertitel drunter setzen. Genau, so dass es jeder versteht. Genau, ja. Also ja, wir würden uns freuen, wenn ihr uns dazu eine Antwort gebt, wie ihr das seht. Ja, sag mal. Keine Ahnung. Jessie hat mich noch nicht gefragt, von dem her, ich warte noch. Hat den Test noch nicht bestanden, auch nach 10 Jahren nicht. Ich glaube, jetzt während der Reise ist vor allem Kinder kein Thema. Obwohl wir viele Leute kennengelernt haben, die mit Kindern reisen. Also es sollte ja kein Hindernis sein. Absolut. Also wir können es uns nicht vorstellen. Oder? Und heiraten, Verlobung, wie gesagt, ich warte noch. Gerade in den Amerikas haben wir es ja besonders einfach. Also überall wird entweder Englisch oder Spanisch gesprochen. Beides beherrschen wir, zumindest so zusammen im Gesamten. Und ja, man kommt so schon anders mit den Leuten in Kontakt. Ich finde, der Charakter der Reise ist ein anderer, wenn man so frei und offen mit den Menschen reden kann, ohne diese Sprachbarriere zu haben. Ja, das glaube ich auch. Also es ist aber nicht ein Muss. Also man muss die Sprache nicht 100%ig perfekt können. Das geht auch gar nicht. Aber es erleichtert einem vielleicht die Reise, weil man, wenn ein Problem dasteht oder wenn man gewisse Informationen braucht, ist es einfacher, sich mit den Leuten unterhalten zu können, als wenn man da mit Google Translator vielleicht ein Handy vor die Nase hält. Wenn wir in ein Land gehen, wo wir die Sprache nicht können, dann versuchen wir wenigstens ein paar Wörter, ein paar Sätze zu lernen, die wir wissen, dass wir die häufiger brauchen.
Und die Leute vor Ort merken dann einfach, okay, sie geben sich Mühe, der Wille ist da. Und die freuen sich auch gleich. Und sie freuen sich gleich, ja. Und auch wenn man dann beim zweiten Satz dann sagen muss, nee, ich habe keine Ahnung, was du meinst, Ja. dann kann das Handy gerne zum Zuge kommen. Ja. Aber da wird gelacht und man merkt, hey, die versuchen es zumindest. Und das ja, es ist komplett anders. Also Ja. Und man soll sich auch nicht irgendwie einschränken, oder? einschränken, jetzt mal in der Reise, also in den Reisezielen, aber man soll auch nicht unnötig schüchtern sein. Mein Spanisch ist ja weiß Gott nicht wie gut. Mittlerweile schon, mittlerweile ist es gut. Es hat sich während der Reise sehr verbessert, aber unter anderem eben auch, weil mir einfach völlig egal ist, wenn ich Fehler mache. Und das habe ich eigentlich während dem Reisen gelernt. Es bringt dir gar nichts, wenn du nicht den Mund aufkriegst, weil du Angst hast, einen Fehler zu machen. Unsere Arbeit ist ja stark von Internet abhängig. Das heißt, da wo wir Internet haben, da können wir arbeiten. Wir haben wir haben SIM-Karten für mobiles Internet, aber das nutzen wir eher für Navigation, ja, Nachrichten schreiben, solche Sachen von unterwegs. Wenn wir fürs Arbeiten Internet suchen, haben wir es am Anfang der Reise so gemacht, dass wir oft in Bibliotheken waren oder in Cafés. Mittlerweile gehe vor allem ich gerne weiterhin in Cafés arbeiten, wenn wir in Stadtnähe sind, denn ja, dann habe ich ein bisschen Zeit für mich. Ich kann ja guten Kaffee trinken, obwohl den haben wir ja zu Hause auch. Aber ja, es ist einfach nochmal man lernt eine Stadt nochmal oder einen Ort nochmal anders kennen. Aber meistens arbeiten wir eigentlich schon vom Van aus mit unserem Starlink. Ja, das Starlink, das haben wir seit Mexiko mit dabei. Wir haben das auch in den USA eine Zeit lang genutzt. Und ja, für mich ist es viel einfacher, vom Van aus zu schaffen. Da habe ich meine Ruhe, da habe ich meine Routine. Und es gibt uns auch wirklich die Möglichkeit, von überall ins Internet reinzukommen. Das Internet ist stabil. Das Einzige, was man braucht, ist freie Sicht in den Himmel. Und das hat man meistens, also in Zentralamerika war das ein bisschen schwieriger, weil man ständig unter den Bäumen stand. Aber ich würde sagen, Starlink ist auf so einer Reise doch eine gute Sache und auch preislich. Also wir bezahlen jetzt, glaube ich, $65 im Monat. Aber wenn es ja ums Internet geht, sollte man sich auch immer mit der Sicherheit online befassen. Und deshalb nutzen wir ja auch seit Jahren bereits einen VPN, und zwar den VPN von CyberGhost. Selbst wenn wir über unser eigenes Starlink online gehen, wollen wir uns mit dem VPN nochmal zusätzlich absichern. Und natürlich ist es ein Muss, sobald wir uns in öffentliche WLAN-Netze einloggen, sei es jetzt in Cafés, an Campingplätzen oder auch mal am Flughafen. Mit dem VPN von CyberGhost werden all unsere Daten durch den verschlüsselten VPN-Tunnel geleitet. Das hat zur Folge, dass unsere IP-Adresse verborgen bleibt, wir also online anonym sind und niemand Zugriff auf unsere Daten oder unsere Aktivitäten hat, nicht mal CyberGhost selbst. Und das heißt natürlich, dass wir ohne irgendwelche Bedenken uns auch von öffentlichen WLAN-Netze in unser E-Banking einloggen und unsere Finanzangelegenheiten erledigen können. Davon abgesehen hat CyberGhost VPN noch einen weiteren großen Vorteil. Mit über 11.000 Servern in 100 Ländern können wir nämlich Geoblocking umgehen und so zum Beispiel Buchungen günstiger abschließen oder auch auf lokal gesperrte Websites zugreifen. So können wir auch Filme und Serien von über 35 Streamingdiensten wie Netflix, Amazon Prime oder Disney Plus schauen, egal wo wir uns physisch in dem Moment gerade befinden. Das Ganze funktioniert natürlich auf allen gängigen Plattformen. Das deutsche Support-Team ist 24/7 erreichbar und ein Account reicht auch für bis zu 7 Geräte, ob nun die eigenen oder die von Freunden und Familie. Und das alles bekommt ihr zum Preis eines Kaffees pro Monat. Also testet es am besten gleich selbst aus. Über den Link unten in der Videobeschreibung bekommt ihr 83% Rabatt auf das Abo und bezahlt gerade mal 2,03 € im Monat. Somit könnt ihr den VPN-Dienst quasi 4 Monate lang gratis nutzen. Und mit der 45 Tage Geld-Zurück-Garantie geht ihr auch kein Risiko ein. Meistens stehe ich ja hinter der Kamera und Jessie ist vor der Kamera und ich frage sie nicht immer, ob ich sie aufnehmen kann. Ich nehme sie manchmal einfach so Ganz schlecht. aus dem Hinterhalt auf. Nee, aber Spaß beiseite. Wenn wir Menschen aufnehmen, also wenn wir eine Menschenmasse aufnehmen, dann ist es ja nicht möglich, alle zu fragen. Aber wenn wir spezifische Bilder von Leuten machen, die vielleicht was am Kochen sind oder... Ich denke gerade an die Frauen am Markt in genau. Guatemala zum Beispiel. Dann fragen wir. Also ich finde, das hat mit Respekt zu tun und auch viele Menschen sagen dann, nein, sie wollen nicht aufgenommen werden und das respektieren wir auch. Dann gibt es natürlich auch Situationen, in denen man nicht mit der großen Kamera da groß aufnehmen möchte, sei es aus Sicherheitsgründen, aber auch
ja, weil man das ein bisschen versteckt machen möchte, zum Beispiel bei Grenzkontrollen oder bei Polizeikontrollen. Und da nehmen wir meistens entweder mit der GoPro auf oder halt mit dem Handy. Manchmal darf man, glaube ich, auch nicht filmen. Ja. Aber wir wollen euch ja gemerkt. mitnehmen. Ja. Also wir wollen euch ja mitnehmen und wir wollen ja euch auch zeigen, wie das abläuft. Also wir wollen ja euch nicht nur Kaffee und Essen zeigen, sondern Jessie macht das zwar am liebsten, ja. aber halt auch, um euch zu zeigen, wie es an den Grenzen aussieht, wie sowas abläuft, oder? Ja. Selbstverständlich haben wir Heimweh und vermissen unsere Freunde und unsere Familien, aber ja, das ist halt jetzt zur Zeit so, oder? Ja, wir sind jetzt seit 2,5 Jahren unterwegs in den Amerikas und sie haben uns immer noch nicht besucht. Ja, obwohl sie es versprochen hatten, uns besuchen zu kommen, Ja. aber... Für sie ist der Weg hierher eben weiter als für uns zu ihnen. Nein, aber also wir halten ja so auch Kontakt mit ihnen. Man hat ja heutzutage viele Möglichkeiten, auch gerade mit Internet überall. Es ist zwar nicht immer ganz einfach, weil halt die Zeitverschiebung, wir wissen, dass die Leute zu Hause auch arbeiten und auch ihr Leben führen und anderes Zeugs haben. Und wir verschleppen es manchmal auch ein bisschen. Ja, wir nehmen uns zwar vor, ja, dann und dann rufen wir an und dann kommt was dazwischen und dann geht es auch wieder vergessen. Ich glaube, das kennen alle so ein bisschen. Ja. Das ist so ein typisches Ding. Aber das Schöne ist ja, auch wenn man es manchmal verschleppt und sich lange nicht hört, wenn wir uns dann wieder hören, dann ist es, als hätten wir uns erst vor ein paar Tagen gehört oder gesehen. Also es ist eigentlich sehr schön, wie man doch die Kontakte so halten kann. Für mich persönlich ist Reisemüdigkeit sogar fast ein bisschen mehr Thema als Heimweh an sich. Für mich auch, würde ich sagen. Ja, weil ja, gerade Zentralamerika, da kommen halt schon echt viele Faktoren zusammen und wir hatten bis dahin schon so viel gesehen. Gerade Honduras, muss ich sagen, war für mich nochmal so ein Dämpfer mit den Streptokokken. Da ging es erst mir und dann Roberto ja wirklich auch gar nicht gut. Und das auf Reisen ist schon sehr unangenehm. Also das hat mir so ein bisschen... Ich wollte einfach nur noch ankommen. Ja. Irgendwie hatte ich es da gesehen. Bei mir war es sogar ein bisschen vorher. Ich hatte schon Ende Mexiko, Anfang Belize und Guatemala, wo wir uns ein Airbnb genommen haben für 10 Tage. Da war ich so quasi fertig mit der Welt und hatte einfach, ich habe einfach mal so eine Pause gebraucht. Wir haben Ups und Downs. Zum Beispiel Costa Rica war für uns wieder ein richtig großes Up. Also da hatten wir wieder eine richtig tolle Zeit. Nicht, dass es schlecht war, aber es war wieder anders. Ja. Wir haben viele Tiere gesehen, wir waren surfen. Die Hitze war zwar da, aber sie war nicht mehr so unerträglich wie in anderen Ländern. Wir waren ja ein bisschen in den Bergen, da war es ein bisschen kühler. Also irgendwie hatten wir da schon nochmal so eine Hochphase und nochmal so dieses, cool, was wir alles erleben dürfen. Ja. Aber ansonsten sind wir schon ein bisschen so an einem Punkt, wo halt ein Wasserfall ist. Schon wieder Wasser, das da den Fels runterkommt und irgendwann kann man es nicht mehr so schätzen. Ja, man ist halt einfach voll. Also der Kopf ist voll und neue Eindrücke kommen nicht mehr so, wie wenn wir zu Hause wären und 2 Wochen Urlaub machen würden. Wir wissen ja, was uns helfen würde. Mit der Umsetzung tun wir uns ein bisschen schwer, aber wir haben uns vorgenommen, wirklich auch häufiger Pausen zu machen, häufiger vielleicht auch mal ein Video auszulassen, weil einfach das Reisen und Arbeiten, das zusammen ist schon nochmal intensiver. Es sind halt auch die Distanzen, die man im Fahrzeug bewältigt. Also das darf man ja auch nicht unterschätzen. Also statt einem Ruhetag haben wir Fahrtage. Genau, die auch nicht wirklich angenehm sind. Nicht immer, nein. Ja. Und ich glaube auch, was uns gut tun würde, ist ein Heimaturlaub. Wir hören das ja immer wieder von Leuten, die das machen. Und am Anfang dachten wir so, nee, das brauchen wir nicht. Aber mittlerweile sind wir fast schon so weit, dass wir sagen, doch, das würde uns auf jeden Fall gut tun. So ein bisschen von dem Ganzen wegzukommen, ins traute Heim, wo man alles kennt, wo man sich einfach fahren lassen kann und auch so ein bisschen diese Ungewissheit wegfällt, weil jeden Tag kommen irgendwelche Eindrücke auf einen rein, gerade in Zentralamerika, wo überall Hitze ist oder Musik oder Menschen oder Tiere oder irgendwas, was man sehen muss. Und
die Pläne ändern sich ja auch andauernd. Also man kann sich nie so richtig darauf verlassen, dass das, was man sich vornimmt, auch zutrifft. Wir wissen selber nicht, was tatsächlich zutrifft. Wie zum Beispiel, dass unser Plan war, die Panamerikaner von Nord nach Süden zu fahren. Das hat sich ja auch verworfen. Also es ist wirklich, ja, man sehnt sich mal wieder so nach einer Phase, wo man einfach weiß, was Sache ist. So, für eine Zeit wenigstens. Ich hoffe, ihr könnt das verstehen. Vielleicht ist es ziemlich abstrakt, aber für uns und ich glaube auch für viele Reisende, die wir unterwegs kennengelernt haben, die haben alle das gleiche Problem. Also man unterschätzt oftmals so eine lange Reise und die Eindrücke und die Hitze und all das rundherum. Die Frage kommt doch immer wieder, auch von Reisenden, die wir unterwegs treffen, obwohl sie selbst auch wissen, wie schwierig es ist, die Frage zu beantworten. Ich kann keine absolute Antwort geben. Wir bekommen die Frage wirklich immer und immer wieder. Auch von den Locals, die wir unterwegs treffen. Es ist schwierig zu sagen, welches Land oder welche Region, weil jedes Land und jede Region seinen Charme hat. Ich glaube, was uns auf jeden Fall immer geblieben ist, sind die Begegnungen mit Menschen. Ja. Ich glaube, das macht das Reisen aus. Also sei es mit Einheimischen, aber auch mit anderen Reisenden, mit denen man, wie zum Beispiel mit Tommy und Hannah, da haben wir 7 Monate zusammen verbracht. Insgesamt. Wir haben Leute getroffen, die wir immer irgendwo wieder getroffen haben. Und das ist so schön, dass man sich erstens mal nicht alleine fühlt und auch die Geschichten von Menschen, die wir unterwegs getroffen haben, in Oaxaca, wo wir eingeladen wurden zu den Patios. Oder es gibt so viele Momente, die wir auch nicht vor der Kamera aufgenommen haben, sondern einfach für uns genossen haben. Und ich glaube, das ist das, was uns auf jeden Fall am meisten gefällt, oder? Ja, also es ist schon so, wenn es um Highlights geht, dann kommen mir meistens als erstes Begegnungen in den Sinn. Obwohl seit Costa Rica auch tierische Begegnungen dazu zählen. Und ich muss auch sagen, jetzt wo wir so an diesem E-Book wieder für Alaska gearbeitet haben, ich würde am liebsten gleich wieder hin und ich würde da irgendwo in den Chugach Mountains so eine 7-Tages-Todeswanderung machen und völlig wieder... Man hat ja so viel gesehen und man vergisst mit der Zeit auch ein bisschen was oder es rückt in den Hintergrund. Und dann, wenn man sich wieder erinnert, denkt man sich so, da war es so schön, da haben wir das gemacht, da haben wir das gesehen, da haben wir diese Menschen getroffen. Was aber auch schön ist, dass wir das ja aufgenommen haben. Und vieles davon, ja. Vieles davon, ja. Und zum Beispiel jetzt, als wir das Alaska E-Book gemacht haben, wie Jessie schon erwähnt hat, ich habe mir die Videos angeschaut und das war wieder so, wir waren live wieder da, also für uns, so die Gefühle. Also ihr seht ja die Bilder, aber wir haben ja noch die Gefühle, die dahinter sind. Und die dann wieder hochkommen. Ja. Und das ist halt schon richtig schön. Also auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 1 ganz schlecht ist und 10 heißt, dass ich die Goldtaler bis zur Decke stapel. Ich glaube, so war die Frage. Was sagst du? -5? Das geht ja noch. Nein, ganz so schlimm ist es nicht. Ich würde auch sagen. Also kommt drauf an, wie man halt eben rechnet. Rein rechnerisch verdienen wir jetzt etwa 1/4 von dem, was wir zuletzt in unseren Jobs verdient haben. Genau. Und das war in Tschechien. Ja, also sowieso schon nicht viel. Und ja, jetzt aktuell bei unserer Kanalgröße, bei dem, was wir so im Schnitt etwa, was da reinkommt, können wir uns je nach Land die Reise finanzieren. Ja. Also was ich schon großartig finde. Also ich finde das, ja, ich meine, wir können reisen. Das ist doch mega. Und es geht ja nicht nur ums Finanzielle auch, sondern halt auch, wir können damit auch viele Länder besuchen, die wir sonst niemals besucht hätten in unserem Leben. Ja. Und auch Orte besuchen, die man halt bei 2 Wochen Urlaub nicht besuchen geht, weil man nur sich die Highlights aussucht. Das ist auf der einen Seite schön, dass wir das so machen können, aber auf der anderen Seite, dadurch, dass wir selbstständig sind, müssen wir arbeiten. Also wir haben keine bezahlte Urlaube, wir bezahlen genau gleich wie jeder andere da draußen unsere Steuer, unsere Altersvorsorge, unsere Versicherungen. Das sind alles Kosten, die Monat für Monat kommen. Und wenn wir uns jetzt entscheiden, mal kein Video zu bringen, dann fehlt uns das am Ende des Monats. Wir haben ja auch vorhin darüber gesprochen, dass wir gerne mehr Pausen machen würden.
auch mal einen Heimaturlaub. Also alle Kosten müssen wir da gegenrechnen, weil ich meine, viele Selbstständige kennen das. Wenn man weniger arbeitet, verdient man weniger. Und aktuell sind wir nicht an dem Punkt, wo wir ja gerade wirklich was auf die Seite legen können. Und deshalb auch wichtig für euch, abonniert den Kanal, hinterlasst einen Daumen nach oben, ein Like. Und schaut am besten ganz viel einfach unsere Videos. Und ja, sagt es euren Freunden, Kollegen und uns würde es auf jeden Fall freuen. Und damit könnten wir euch weiterhin von dieser wunderschönen Reise noch mehr zeigen, oder? Genau, so ist es. Ja. Allgemein wurde das Thema Verschiffung heiß diskutiert und sehr emotional. Die allererste Frage ist, wieso haben wir im Container verschifft und nicht Ro-Ro? Ganz einfach, es ging uns um die Sicherheit des Fahrzeugs. Also wenn man Ro-Ro verschifft, also wenn man die Schlüssel abgibt und das Fahrzeug von Personen ins Schiff wieder zurück zum Hafen hin und her transportiert wird, gibt es immer noch die Möglichkeit, dass Menschen Zugang zu dem Van haben, die eigentlich keinen Zugang haben sollten. Und dadurch, dass wir unser ganzes Leben da drin haben, kam das für uns gar nicht in Frage. Wir hätten Ro-Ro verschiffen können zum fast selben Preis oder sogar ein bisschen teurer. Das wäre ein bisschen teuer gewesen. Genau, als wenn wir den ganzen Container für uns allein gebucht hätten. Jetzt mit einem Container-Buddy, der nicht die Hälfte bezahlt hat, aber wenigstens einen Anteil, haben wir auch weniger bezahlt. Genau. Und das war uns halt den Aufwand wert, den Van so zu bearbeiten, dass er in den Container reinpasst. Ja, und die einzige Alternative wäre dann noch Flat Rack. Genau, das kam für uns eigentlich gar nicht zur Debatte, weil das noch teurer ist. Das ist eigentlich, man kann sich das vorstellen wie ein offener Container ohne Deckel. Damit werden hauptsächlich große Lastwagen oder große Güter transportiert und die müssen dann meistens zu oberst auf dem Deck sein vom Schiff und die Kosten waren für uns, standen in keinem Verhältnis. Ja. Das ist eine wirklich sehr gute Frage und ich habe Mühe, die zu beantworten. Also, okay, nee, sorry. Wir haben einen High-Cube-Container tatsächlich für die Verschiffung gewählt. Und vielleicht für denen das jetzt kein Begriff ist, es gibt verschiedene Größen an Containern, die sind unterschiedlich lang und unterschiedlich hoch. Der High-Cube-Container ist 2,69 hoch. Genau, ja. Genau, wir haben uns auch für den 40 Fuß, also für den längeren entschieden, damit wir eben den teilen können und so Kosten sparen können. Aber das Problem ist, die Höhe von 2,69 hat man nicht bei der Einfahrt. Genau. Das Loch, wo man reinfährt, ist ein bisschen tiefer, denn das muss verstärkt werden für die Stabilität. Und deswegen hat man da eben trotzdem nur 2,58 bzw. 2,57, weil man ja nicht oben entlang scheuern will. Genau. In dem Sinne, wir haben mit dem High Cube verschifft. Ja, und wieso haben wir keine Holzräder? Ja, wieso keine Holzräder und wieso keine Metallräder oder auf den Felgen reinfahren? Das geht leider nicht mehr. Ja. Also zumindest geht das in Panama nicht mehr. Die hatten da ziemlich schlimme Vorfälle. Leute, die mit Metallrädern oder auf den Felgen reingefahren sind, haben den Boden zerstört von den Containern. Das wollen die Reedereien nicht mehr, weil das halt Kosten verursacht. Auf der anderen Seite gibt es noch die Möglichkeit, oder gab es die Möglichkeit, mit Holzreifen reinzufahren. Da gab es auch einige Zwischenfälle, wo die Felge einfach gebrochen ist, also dieses Holzrad. Da stand das Fahrzeug halb drin im Container, halb draußen. Das hat den ganzen Prozess verlangsamt. Leute haben ihr Schiff verpasst, weil das Fahrzeug nicht mehr richtig, also das nächste Fahrzeug nicht reingeschoben werden konnte. Und deshalb wird das in Panama nicht mehr angeboten. Mal davon abgesehen, dass es auch schwierig ist, jemanden zu finden, der dir in das richtige Holzrad herstellt. Aber ja. Vor allem in einem Land, wo man sich ja nicht auskennt. Ja. Man muss Vertrauen zu einem Partner haben, man muss Leute finden, die dann auch Zeit haben, das in der kurzen Zeit zu machen. Ja. Und abgesehen davon, wir haben mit einem Verschiffer verschifft, der das tagtäglich macht, also das ist sein Job. Und wir sind da alle Möglichkeiten durchgegangen, mit Sandsäcken, mit die Federn einzuspannen. Genau. Also wir sind da wirklich alles durchgegangen und leider war das die einzige Möglichkeit, wie wir jetzt da reingekommen sind. Oder die effektivste. Ja.
Und ja. Und so ist es halt So dann ist gekommen. es halt gekommen. Hätten wir, so wie ursprünglich geplant, von Panama nach Kolumbien verschifft, dann hätten wir irgendwie in der Konsequenz auch nur einige Monate Zeit gehabt, um unten anzukommen, denn auf der Südhalbkugel ist ja Winter und Sommer jeweils um ein halbes Jahr. Nee, um ein Jahr. Nein, um ein halbes Jahr. Ja eben, es ist ein Durcheinander, aber auf jeden Fall dann, wenn in Europa Winter ist, wäre unten eben Sommer und das ist die beste Reisezeit. Man ist so weit südlich, dass es im Winter sehr harsch und kalt und unangenehm ist, also wenn man den Sommer erwischen. Und da Der auch sehr kurz ist. Der auch sehr kurz ist. Ja. Und das wären wieder viele, viele Kilometer gewesen, die wir in wenigen Monaten zurücklegen hätten müssen. Und das wollten wir einfach nicht. Also Genau. wir sind ja in einem Punkt, wo wir sagen, wir wollen längsamer reisen, Ja. um halt auch dieser Reisemüdigkeit entgegenzuwirken. Und da würde es keinen Sinn machen, einfach verschiffen und dann runter zu ballern. Das wollten wir einfach nicht. Ja, genau. Und gleich nochmal ein Jahr anhängen, war jetzt auch nicht so gerade das, was wir in dem Moment wollten. Und natürlich wird die Frage aller Fragen erst am Ende des Videos beantwortet, weil das halt einfach so ist auf YouTube. Ja, und es ist ja schon so. Ich meine, bei Nemo weiß man ja auch nicht gleich am Anfang, was passiert am Ende des Films, oder? Genau. Also wir hoffen, ihr versteht unseren Humor, gerade so nach dem letzten Video. Ja, auf jeden Fall wollen wir euch ja die Frage beantworten auch. Genau. Also es sind ganz viele Beispiele gekommen, wohin wir verschiffen. Australien, Neuseeland, Südafrika. Alles ganz coole Länder, die sicherlich cool wären, die zu besuchen. Absolut. Aber nicht jetzt. Ja, denn wir haben immer noch Bock auf Südamerika. Und wir waren ja mal vor, ich weiß nicht, 9 Jahren waren wir mal Backpacken in Chile, Bolivien, Peru. Und da entstand ja überhaupt die Idee, mit dem Van zu reisen, die Panamerikaner zu machen. Also machen wir doch auf jeden Fall Südamerika. Genau. Also wir haben so Bock auf diesen Kontinent und deswegen machen wir das, aber auf unsere Art. Wir verschiffen ja nicht nach Panama, sondern... Nicht nach Kolumbien, Nicht nach Kolumbien, also Panama auch nicht. sondern nach Uruguay, Ja. nach Montevideo. Genau. Und wir drehen den Spieß einfach um und fahren Südamerika vom Süden in den Norden. Das heißt, wir haben Nordzentralamerika Nord-Süd-Richtung gemacht und Südamerika machen wir jetzt Süd-Norden. Einfach, weil es einfach für uns richtig ist. Genau, es ist die Art des Reisens, wie langsam wir reisen, das spielt alles mit dabei. Und irgendwann mal kam die Idee und es war nicht ganz einfach, einen Verschiffer zu finden, der das macht, weil es nicht die Standardroute ist. Einen Buddy zu finden, der mit uns verschifft, war auch, also wir hatten richtig Glück, dass wir jemanden gefunden haben. Und wir hoffen, dass der Plan aufgeht, dass wir den Zweck damit auch erreichen, aber ich bin schon zuversichtlich. Und ich hoffe natürlich, also wir hoffen natürlich, dass es für euch, egal ob wir jetzt von Norden in den Süden oder von Süden in den Norden hochfahren, dass es grundsätzlich keine Rolle spielt, wohin oder wie wir verschiffen, sondern dass ihr einfach unsere Reise so begleitet, wie wir sie am besten für uns managen können, dass wir nicht ausbrennen. Wir hoffen, die Videos gefallen euch und dass ihr weiterhin mit uns richtig viel Spaß habt mit der Reise, oder? Und jetzt nicht enttäuscht seid, dass es nicht Neuseeland geworden ist oder Australien oder Südafrika. Noch nicht. Ja, vielleicht kommt das ja später dann mal. Ja, also wir hoffen, dass ihr weiter dabei seid und wir möchten uns natürlich auch vorbereiten, um den Jimmy bald abzuholen. Nächste Woche ist es schon fast soweit. Ja, also sollte es soweit sein. Nächste Woche ist es dann soweit. Und hoffentlich. Hoffentlich dürfen wir euch dann wieder mitnehmen. Bei der Gelegenheit möchte ich mich natürlich nochmal bei CyberGhost, unserem Sponsor des heutigen Videos, bedanken. Über den Link in der Videobeschreibung kommt ihr mit CyberGhost VPN zu sicherem Surfen und ihr könnt auch auf Geoblocking-Inhalte zugreifen, was für gerade mal 2,03 € im Monat und mit Geld-Zurück-Garantie. Dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Dann wird Jimmy abholen. Ja. Hasta luego. Hasta luego. Tschüss. Hola. Unser Schiff wird gerade noch verschifft. Er ist unterwegs auf dem Ozean. wird verschifft. Hola. Checker.